Also wir sind jetzt fertig mit der Installation. Wir haben EWR jetzt hier für den Testzweck nur mit Kabelbinder mal aufgehängt. Gaseintritt von der Flasche, der Austritt praktisch zum Schweißgerät. Wir haben das Gerät mit Strom versorgt. Zusätzlich hier den Strommessstand, weil wir das Gas anhand vom anliegenden Schweißstrom nachregeln, brauchen wir hier einen Messstand, der liegt jetzt ums Massekabel rum. Und wir haben zusätzlich noch die Ethernet-Verbindung hergestellt, weil wir möchten ja jetzt über die Service-Software und über das Laptop den tatsächlichen Ist-Zustand des Gasverbrauchs ermitteln. Und das können wir dann hier über den Button Monitoring machen. Dazu wird man jetzt als allererstes unser EWR2 ausschalten. Das geht dann also in Bypass. Das heißt, Gas wird einfach durchgeschickt, aber die Aufzeichnung können wir trotzdem machen. Und das heißt, wir ermitteln jetzt den tatsächlichen Gasverbrauch an diesem Bauteil. Genau. Also es misst quasi, aber hat keine Funktion. Genau. Aktuell, die erste Messung, mache ich immer den Ist-Zustand und ab dann gucken wir mal, welches Einsparpotenzial haben wir, und dazu schalte ich dann das Gerät ein und dann habe ich verschiedene Parameter, wo wir einfach dieses Einsparpotenzial dann generieren können. Super. Wir haben jetzt hier eine Standard-Schweißaufgabe, 2 Vierkantrohre. Wir werden jetzt hier zweimal abheften und dann die 4 Schweißnähte schweißen. Ich werde das Monitoring entsprechend starten. Ich werde hier über die Service-Software gefragt, wo die Aufzeichnung entsprechend abgespeichert werden soll. Ich wähle nochmal die genaue Ausrüstung, vor allem meinen Messstand aus, und würde dann jetzt die Aufzeichnung starten und wir könnten beginnen mit Schweißen. Die Aufzeichnung wird jetzt gestoppt und entsprechend abgespeichert. So, EWR wurde jetzt eingeschalten. Wir sind jetzt also grün, das heißt, wir sind jetzt in der aktiven Regelung. Ich würde jetzt Monitoring wieder starten. Ich wähle wieder den 150 Ampere Messstand aus und würde hier die Aufzeichnung starten und wir könnten jetzt wieder schweißen. Aufzeichnung wird gestoppt. Wir können uns jetzt über die Service-Software unsere Aufzeichnungen anschauen. Hier jetzt die erste Aufzeichnung, in Rot dargestellt im oberen Diagramm den Schweißstrom. Man sieht am Anfang die 2 kurzen Schweißungen, die 2 Hefter und dann die 4 längeren Schweißungen. Der Schweißstrom, der eingestellte Schweißstrom, war bei ca. 150 Ampere. Im unteren Teil des Diagramms sieht man in grün die Gaskurve des verbrauchten Gases. Man sieht bei den Heftern und auch bei den 4 Schweißungen immer diese Gasspitze, die bis ca. 18 Liter pro Minute ansteigt und sieht dann erst nach einer gewissen Zeit das Einpendeln des Gasstromes auf die eingestellten ca. 11 Liter pro Minute an Durchfluss. In Blau sieht man den anstehenden Eingangsdruck, der über den Druckminderer dann zum System kommt. Die verbrauchte Gasmenge war hier bei diesem Bauteil pro Durchlauf ca. 6,8 Liter. Zum Vergleich schauen wir uns jetzt die zweite Messung an, also mit aktivem EWR2. Hier nennt man natürlich das Bauteil nochmal in Augenschein, ob wir qualitativ irgendwelche Einbußen an der Schweißnaht erkennen können. In dem Fall war es jetzt nicht der Fall, also alles in Ordnung. Der erste Blick geht dann immer zuerst auf die verbrauchte Gasmenge. Man sieht hier jetzt Verbrauch ca. 3,4 Liter. Das heißt also der erste Eindruck ca. 50% Gaseinsparung. Im oberen Teil
wie vorhin auch die 2 Hefter und dann entsprechend die 4 Schweißungen. Im unteren Teil die verbrauchte Gasmenge. Was man jetzt ganz deutlich erkennt, wir haben keine Gasspitzen mehr und wir gehen gleich mit unserer Gasregelung auf ca. 11 Liter Gasverbrauch pro Minute. Der Eingangsdruck hier auch in Blau entsprechend dargestellt. Genau, also Ergebnis hier wäre jetzt ca. 50% Gaseinsparung. Es liegt natürlich jetzt noch weiteres Potenzial an. Wir könnten jetzt unseren Basisgasfluss noch etwas einstellen oder auch zum Beispiel der anliegende Staudruck im Gassystem. Aber das wären jetzt zusätzliche Messungen und so könnte man sich dann an, sagen wir mal, ein Endergebnis nachher noch rantasten, je nach Zeitaufwand.